In diesem Video geht es um die Frage, wie kann man Geld verdienen, ohne wirklich dafür zu arbeiten. Das klingt schon fast zu schön, um wahr zu sein. Die Idee dahinter ist eines der wichtigsten Grundkonzepte in der Finanzwelt. Manche Leute behaupten sogar, dass es das Wichtigste ist, das man beim Investieren beachten muss. Also, bleibt dran! Selbst Albert Einstein bezeichnete diesen Effekt einmal als das 8. Weltwunder und fügte hinzu, dass diejenigen, die diesen Effekt verstehen, das Geld verdienen und die anderen das Geld zahlen. Grund genug, sich diesen Effekt einmal etwas genauer anzuschauen. Dabei handelt es sich um den Zinseszinseffekt. Die Idee dahinter ist es, mit Geld Geld zu verdienen bzw. sein Geld für sich arbeiten zu lassen. Willkommen bei Money Talk. Schauen wir uns als erstes an, was der Zinseszinseffekt überhaupt ist. Der Zinseszins sorgt dafür, dass sich das ersparte und angelegte Anfangskapital, monatliche oder jährliche Investitionen überproportional vermehren. Dieser Zinseszinseffekt folgt dem Prinzip, je länger eine Geldanlage läuft, desto mehr Kraft entfaltet er. Das hört sich kompliziert an, ist im Prinzip jedoch eine einfache Sache. Wer die Zinsen oder Erträge aus einer Anlage wieder investiert, erhält auch darauf wieder Zinsen bzw. Erträge. Je länger die Erträge nach diesem Prinzip reinvestiert und investiert werden, desto stärker wird der Zinseszinseffekt. Machen wir zur Veranschaulichung ein Rechenbeispiel. Zum Aufwärmen nehmen wir ein einfaches Beispiel. Du möchtest 100 € für ein Jahr lang anlegen. Dafür erhältst du einen Zins oder eine Rendite von 5%. Gerechnet wird dein Kapital multipliziert mit dem Zinssatz. In diesem Beispiel wären das 100 mal 0,05, also 5. Das bedeutet, dass du am Tag der Zinszahlung 5 € ausbezahlt bekommst. Wenn du das Geld nimmst und ausgibst, dann bekommst du jedes Jahr 5 € für dein 100 € Investment ausgezahlt. Das ist eine einfache Zinsrechnung, aber wo ist jetzt der Zinseszins? Wir wollen schließlich ein Vermögen aufbauen und unser Geld für uns arbeiten lassen. Nehmen wir an, du lässt dir die 5 € nicht ausbezahlen, sondern reinvestierst sie. Das bedeutet, du legst sie mit den von dir investierten 100 € erneut an. Also hast du für das zweite Jahr 105 € investiert. Auch dieses Jahr erhältst du 5% Zinsen, was dieses Mal jedoch 5,25 € ergeben. Dir wurden 25 Cent mehr ausbezahlt als im letzten Jahr. Dieser Betrag nennt sich Zinseszins, also die Verzinsung eines vergangenen Zinses. Du wirst feststellen, dass 25 Cent genau 5% von 5 €, also der vergangenen Zinszahlung, entsprechen. Für das nächste Jahr hast du nun 110,25 € in deiner Anlage. Wieder erhältst du 5% Zinsen, was 5,5125 € entsprechen. Der Zinseszins ist sogar noch größer geworden, und zwar um genau 5%. Springen wir ein paar Jahre in die Zukunft. Um es nicht unnötig kompliziert zu machen, lassen wir die Inflation in unserer Rechnung mal weg. Nach 10 Jahren sind die investierten 100 € 163 € geworden. Und nach 20 Jahren sind wir damit auf 265 €. Hättest du dir jedes Jahr 5 € ausgezahlt und wärst du damit einen Kaffee trinken gegangen, dann hättest du 100 € in 20 Jahren erwirtschaftet. Deine Geduld und Weitsicht, deine Gewinne zu reinvestieren, haben sich also rendiert. Du konntest damit ganze 65 € mehr erwirtschaften, was einem 65% höherem Gewinn entspricht. Zugegeben, damit bist du noch ein bisschen vom Reichtum entfernt. Aber wir haben nur einmal 100 € eingezahlt und dann nichts mehr unternommen. Der Zinseszinseffekt hängt sehr von den Faktoren Zeit und investiertes Kapital ab. Wenn du zum Beispiel ab deinem 20. Lebensjahr 100 € jeden Monat sparst und es schaffst, 7% Rendite zu erzielen, steht dir zu Renteneintritt 367.000 € zur Verfügung. Hättest du das Geld ohne Zinseszinseffekt angelegt, würden dir nur 141.000 € zur Verfügung stehen. Der Zinseszinseffekt hat also mehr als eine Viertelmillion € Unterschied gemacht. Schaffst du es, statt 100 € jeden Monat
250 € jeden Monat auf die Seite zu legen, steht dir zu Renteneintritt 1 Million € zur Verfügung. Wenn du dann dieses Geld zu 5% anlegst, hast du daraus aus reinen Zinsen eine Rente von 4.100 € jeden Monat. Was wir also sehen können ist, je früher du anfängst zu sparen und je höher deine monatliche Sparquote ist, desto stärker profitierst du vom Zinseszinseffekt. Zurzeit befinden wir uns aktuell aber in einer Tiefzinsphase und einige von euch werden zu Recht sagen, wo bekomme ich denn 7% Rendite her? Auf dieses Thema werden wir in weiteren Videos eingehen. In diesem Video geht es darum, dir den Zinseszinseffekt verständlich zu machen. Für Sparer ist dieser Effekt eine feine Sache, während für Schuldner die Zinsen immer größer und größer werden und Zinsen auf Zinsen gezahlt werden müssen. Und damit kommen wir auf das Zitat von Albert Einstein zurück, dass diejenigen, die den Zinseszinseffekt verstanden haben, damit Geld verdienen und die anderen das Geld zahlen. Zusammenfassend können wir sagen, dass der Zinseszinseffekt eine enorme Auswirkung auf deine Geldanlage hat. Wenn du Zinszahlungen oder Dividendenzahlungen aus Aktien erhältst, reinvestiere das Kapital, anstatt es auszugeben, da sonst ganz einfach dein Vermögen nicht wachsen kann. Statistiken zeigen, dass ungefähr die Hälfte der Rendite aus dem S&P 500 aus reinvestierten Dividenden stammt. Nutze das 8. Weltwunder, um auch dein Vermögen aufzubauen. Wenn du Schulden hast, spielt der Zinseszinseffekt genau gegen dich. Entledige dich daher von teuren Krediten wie Dispo-Krediten aufs Girokonto, Konsum- oder Kreditkartenschulden und fang so früh wie möglich an zu sparen. Ich hoffe, dieses Video war lehrreich für dich und du konntest etwas über den Zinseszinseffekt lernen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib es doch gerne in die Kommentare und lass ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du das erste Mal bei Money Talk dabei bist, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Ich produziere regelmäßig Videos zu den Themen Geld, persönliche Finanzen und Anlagestrategien, um dir die Welt des Geldes näher zu bringen. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu bleiben und vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal hier bei Money Talk.